Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute für euch die Sling von MJ6 Gear aus Polen am Start. Wir sind große Freunde von Herstellern, von jungen Herstellern, die mit neuen Ideen oder beziehungsweise guten Umsetzungen bereits vorhandener Ideen um die Ecke kommen. MJ6 Gear aus Polen ist einer dieser Hersteller. Da habe ich mir schon 1 bis 2 Packs für meinen Plattenträger gekauft und habe jetzt auch mal die Sling hier zum Ausprobieren. Ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr simple, minimalistische Sling. Aber so mag ich das eigentlich, weil was muss eine Sling machen? Die muss das Gewehr halten, mehr muss die gar nicht können. Sollte vielleicht noch ein bisschen gepolstert sein und das war es auch schon. Die Sling von MJ6 kommt komplett ohne Halterungen für die Waffe, das heißt, die müsst ihr euch selber besorgen. Könnt ihr euch dann quasi aussuchen, ob ihr HK-Haken oder ob ihr hier, wie ich das gerne nutze, die Pushpins benutzen. Ein Wort dazu noch, ich habe jetzt gerade meine UTG Pushpin wegschmeißen müssen, weil die nicht mehr gehalten hat. Tut euch den Gefallen, gebt ein bisschen mehr Geld aus, holt euch was von großen Markenherstellern wie Magpul oder sonst irgendwas. Die Dinger halten einfach länger. Also die erste Pushpin, die ich habe seit über, keine Ahnung, 10 Jahren, die ist immer noch funktionabel. 10 Jahre war gelogen, 5 Jahre vielleicht. Gut, die funktioniert immer noch und die andere, die habe ich vielleicht ein halbes Jahr und die hat nach einmal Einsatz schon ihren Geist aufgegeben. So, ihr seht jetzt, ich habe jetzt hier die Pushpin gerade mal, gerade mal hier eingeschlauft. Mit dabei habt ihr hier so einen kleinen Klett, der ist geschlitzt. Das ist eine sehr geile Idee, weil dadurch kann ich natürlich dann das Material perfekt aufrollen und dann entsprechend noch hier den Klett nehmen und damit das überschüssige Gurtmaterial am Gurt fixieren. Selbes Spiel auf der anderen Seite. Da habe ich schon den Pushpin montiert. Hier hättet ihr auch nochmal die Verstellmöglichkeit für die Länge. Und was ich hier immer noch ganz gerne nutze, Glaubensfrage, One-Point-Sling, Two-Point-Sling. Ich mag beides sehr gerne, muss ich sagen. Ja, es gibt wirklich eine Daseinsberechtigung für die One-Point-Sling. Und genau aus dem Grund habe ich mir vom Aeratac hier diesen Riemenadapter besorgt. Gibt es bei MD Textil, da kommt er her. Vielen Dank, Marcel. Den habe ich hier quasi dazwischen gesetzt. Damit kann ich dann ohne Probleme aus jeder Two-Point-Sling eine One-Point-Sling bauen. Das zeige ich euch aber gleich nochmal, wie ich das in der Anwendung habe. So, damit wäre alles montiert. Den Gurt habe ich auch schon auf meine Länge eingestellt. Dann hängen wir mal an die Waffe. Ich habe bei meinem AR-15 aktuell nutze ich für den hinteren Anschlagpunkt hier das Ende der Buffer Tube. Ich hatte das mal eine ganze Zeit lang hier am Stock. Das hat mich aber genervt und gestört. Deswegen gehe ich jetzt hier rein. Und für den vorderen Anschlagpunkt habe ich 2 Möglichkeiten, nämlich einmal hier kurz und einmal lang. Ich gehe jetzt erstmal in den kurzen Modus und zeige euch dann mal, wie das da aussieht. So, ist drin. Das wäre jetzt der kurze Anschlagpunkt. Da habe ich eine sehr, sehr gute Spannung drauf. Das heißt, ihr seht ja, durch den Druck vom Arm, der auf die Sling kommt, habe ich hier schon eine stabile Schusshaltung. Funktioniert prima. Und dann kann ich natürlich auch hier vorne reingehen. Da habe ich dann noch mehr Stabilität. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, hier habe ich jetzt ein Limit, weil der Gurt zu kurz ist. Und da kommt jetzt der Mechanismus von MJ6 Gear ins Spiel. Ist ähnlich aufgebaut wie bei VTech oder Ferro Concepts. Ihr habt hier einen Gleiter. Bei den anderen ist er aus Metall. Hier haben wir einen aus Plastik. Dann hier den ITW Fingerring. Funktioniert sehr gut. Damit kann ich jederzeit einfach die Sling verlängern. Habe jetzt hier keine Probleme mehr und kann die aber auch jederzeit schnell wieder kurz machen, wenn ich das brauche. Ja, das heißt, jetzt gehen wir mal hier nochmal in den kurzen Anschlagpunkt. So, jetzt habe ich sie relativ kurz und kann damit entsprechend sie so im Petrol-Modus, sage ich jetzt mal, tragen. Das wäre kein Problem. Oder aber auch, wenn ich jetzt von Two-Point auf One-Point gehe, ist sie auch noch lang genug, um das Spiel zu haben, was ich brauche, um die Seite zu wechseln. Also das würde gehen. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, und natürlich, ich habe jetzt mal hier den langen Modus, um dann die Waffe auf den Rücken zu bringen. Das heißt, ich gehe hier einfach, ich muss das jetzt ein bisschen vorsichtiger machen wegen dem Mikrofon, sonst fliegt dem Stefan das Trommelfell weg.
So, und dann kann ich die Waffe hier über die Schulter nehmen und habe die dann so quasi im Tragemodus. Ich habe jetzt die Sling schon ein paar Wochen im Einsatz, noch nicht so lange, aber ich muss wirklich sagen, sie gefällt mir sehr gut. Sie trägt sich sehr angenehm, also dieses Padding, was wir hier oben haben, beziehungsweise die Breite des Trägers macht sich sehr gut bemerkbar, rutscht dann auch nicht so leicht unter den Kragen wie bei einem normalen Gurt. Und der Verstellmechanismus ist wirklich genial, der ist sauschnell, funktioniert einwandfrei, die Sling hält, wie sie soll. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich blende euch den Link zur MJ6 unten ein, dann könnt ihr mal auf der Webseite bzw. auf der Facebook-Seite schauen, was der gute Junge noch so alles zu bieten hat. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liked uns, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye. Zum Beispiel dann hier. Das war das Mikro. Das hast das Mikro abgehängt. Ja, Entschuldige. Vielen Dank für einmal Tinnitus. Es tut mir leid. Ja, das ist immer das Problem mit diesen Mikros. So.